So, lie is never direct and never in the open. Lie is always covered in theater. Hier sehen wir, dass eine Lüge niemals direkt ausgesprochen wird. Sie wird immer in irgendetwas schön verpackt. That's the sophistication we play. Das ist dieses Künstliche, was wir spielen. He said, "What have you done? Und Gott sagt, was hast du getan? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground." Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Boden her. Can blood cry? Kann Blut rufen? Well, God says that the soul is in your blood. Gott sagt, dass unsere Seele im Blut ist. There is part of your personality in the blood. Ein Teil unserer Persönlichkeit ist im Blut. On God's side, every innocent blood spilled upon this earth is crying to God, and God's ears are full of it. Auf Gottes Seite ist es so, dass jedes unschuldig vergossene Blut zu Gott ruft. Und Gottes Ohren sind voll von diesen Schreien. And this blood is crying for vengeance, Und dieses Blut schreit nach Rache. because unrighteousness was committed to that person. Denn den Menschen geschah Unrecht. And that's why it hurts God and it's sin. Deswegen hat es Gott verletzt und das ist Sünde. That's why the 10 Commandments say, do not kill, because you don't want to be killed. Deswegen heißt es in den 10 Geboten, töte nicht, denn du möchtest auch nicht getötet werden. It hurts, doesn't it? Das verletzt, nicht wahr? Do not steal, because you don't want to be robbed. It hurts, doesn't it? Stiehl nicht, damit auch du nicht beraubt wirst, denn das verletzt. Do not commit adultery, just as you don't want anybody to sleep with your wife. It hurts. Begehe keinen Ehebruch, denn du möchtest auch nicht, dass jemand mit deiner Frau schläft, weil dich das verletzen würde. Do not lie against your brother in the court of law, Und lüge nicht gegen deinen Bruder im Gericht, because that false witness hurts. You don't want it. denn dieses falsche Zeugnis verletzt und das möchtest du auch nicht. So the entire Torah is based on this kind of sin, just as we say in the Father Unser, in Our Father prayer. Darum geht es in dem ganzen Gesetz in der Tora und darum geht es auch im Vaterunser. He says, forgive our debts as we forgive those that have transgressed against us. Dort heißt es, vergib uns unsere Sünden, genau wie wir denen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. So if we hurt someone or we've been hurt, we forgive, we let go of pain. Wenn wir verletzt worden sind oder wenn wir verletzt haben, dann vergeben wir, das heißt, wir lassen diesen Schmerz gehen. And later on, Jesus said, if you do not forgive, your Father will not forgive you either. Und später sagte Jesus, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch euer Vater genauso wenig If vergeben. you don't loosen up those ties of pain, they will be staying on you. Wenn du diesen Schmerz nicht loslässt, dann wird dieser Schmerz immer bei dir bleiben. You will be tied up in pain, in sin. Du wirst in Schmerz, in Sünde gebunden sein. So, Cain was the first murderer and the first liar. Und so wurde Kain zum ersten Mörder und zum ersten Lügner. From the very beginning. Er war der Erste. From this we have the first murderer and the first liar. Kain wurde zum ersten Mörder und zum ersten Lügner, so wie Jesus das später in Johannes 8, Vers 44 auch sagt. He said, he sinned from the very beginning. This is the beginning. This is the book of Genesis, the very beginning. Jesus sagte, er sündigte von Anfang an. Und dieses erste Buch Mose ist der Anfang. We don't know about the sin of Satan in heaven. Wir wissen nichts über die Sünde von Satan im Himmel. Ezekiel 28 and 29 does not speak about Satan in heaven. It speaks about human men on earth. In Hesekiel 28 und 29 ist nicht die Rede von einem Satan im Himmel, sondern von einem Menschen auf dieser Erde. Isaiah 14 does not speak about Satan in heaven, but about a human being on earth. In Jesaja 14 geht es nicht um einen Satan im Himmel, sondern um einen Menschen auf dieser Erde. And from these verses, Satan theology was developed. Und trotzdem wurde aus diesen Versen die Satanstheologie entwickelt.
So the fantasy that is wobbly, does not have any hands and feet, cannot stand. Wir haben es hier einfach mit Fantasie zu tun, die weder Hände noch Füße hat und deswegen nicht wirklich stehen kann. But when Jesus says that he is the first murderer and he's the liar and he sinned from the very beginning, then we know this story and this makes perfect sense. Aber als Jesus sagte, dass der Teufel der erste Lügner, der erste Mörder und der Sünder von Anfang an war, dann wissen wir jetzt, um wen es in dieser Geschichte geht hier. Therefore, the devil is a human being. Und deswegen ist der Teufel ein menschliches Wesen. Diabolos, someone who does evil on purpose, knowing better, but yet chooses to do evil. Diabolos ist jemand, der es besser weiß und trotzdem sich entscheidet, Böses zu tun. Such Diabolos was Hitler, Nero, Stalin. Solche Diabolos oder Teufel waren Hitler, Stalin, Nero. They knew better, but they chose to do evil. Sie wussten es besser, aber sie haben sich entschieden, Böses zu tun. In Judaism it is so that you can sin behind closed doors, but if you pull other people into sinning, you should be killed. Im Judaismus ist es so, dass du in deiner Privatsphäre hinter deiner verschlossenen Türe sündigen kannst, aber wenn du andere in diese Sünde bringst, dann wirst du dafür getötet. You cannot live because you have polluted the community of God. Du darfst dann nicht mehr leben, weil du die Gemeinschaft mit Gott verunreinigt hast. And if that person is removed from any leadership, then the whole community must repent. Und wenn diese Person dann von der Leiterschaft weggetan wird, dann muss die ganze Gemeinschaft Buße tun. Now, you are cursed from the ground, the scripture says, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Und weiter heißt es, und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. This expression, now you are cursed from the ground, Und dieser Ausdruck, du seist verflucht von dem Ackerboden weg, that means that you are not really cursed on yourself, but the ground upon which you work and walk on. das heißt, dass nicht du wirklich verflucht bist, sondern der Boden, den du bearbeiten sollst. So verse 12 says, when you cultivate the ground, it will no longer yield its strength to you. You will be a vagrant and a wanderer on that ground, on the earth. Deswegen heißt es in Vers 12, wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf dieser Erde. Cain said to the Lord, my punishment is too great to bear. Behold, you have driven me this day from the face of the ground, and from your face I will be hidden, and I will be a vagrant and a wanderer on this earth, and whoever finds me will kill me. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. I might add that God speaks always in finite terms. Ich möchte hier anfügen, dass Gott immer in definitiven Ausdrücken spricht. Whatever he says, it's final. Was immer er sagt, ist endgültig. But the final can be also changed. Aber auch dieses Endgültige kann geändert werden. God spoke through Isaiah about Hezekiah. Gott hat zu Jesaja über Hiskia gesagt, Get your house in order because you will surely die. er sagte zu ihm, bring dein Haus in Ordnung, denn du wirst sterben. But Hezekiah cried to God and God changed his mind. Aber Hiskia hat zu Gott gerufen und er hat geweint und Gott hat sein Denken geändert. And he gave him another 15 years. Und er hat ihm noch 15 Jahre geschenkt. The same thing was with Ahab. Und genauso war es mit Ahab. Similar. That God changed his mind and he sent Elijah back to Ahab. Es war ähnlich. Gott hat sein Denken über Ahab geändert und Elia zurück zu Ahab In gesandt. both cases there was repentance, Aber in beiden Fällen lesen wir von Buße, humility. von Demut. So God said to Elijah the prophet, have you noticed how Ahab humbled himself?
Und Gott sagte zu Elia, hast du bemerkt, wie Ahab sich gedemütigt hat? So this evil that I have promised, I will not do in his day, but after his death. Deswegen werde ich das Böse, was ich ihm vorhergesagt habe, nicht zu seinen Lebzeiten tun, sondern nach seinem Tod. He could have taught his sons the same repentance, and God would have changed his mind again and again and again. Ahab hätte seinen Söhnen das weitergeben können und Gott hätte sein Denken wieder und wieder und wieder geändert. Here is the same with Cain. Hier haben wir dasselbe mit Kain. It is finite because God always speaks from something final. Es ist endgültig, weil Gott immer endgültige Worte spricht. But we can bend God's arm through repentance. Aber durch Buße können wir Gottes Arm beugen oder verdrehen. The second time he chooses wrong. Er hat das zweite Mal sich ja falsch He entschieden. chose to be a vagrant and a wanderer on this earth. Er hat sich entschieden, unstet und flüchtig auf dieser Erde zu sein. Just like he chose not to obey God when he killed Abel, his brother. Genauso wie er sich entschieden hatte, Abel umzubringen, anstatt Gott zu gehorchen. And then he says, whoever finds me will kill me. Und dann sagt er weiter, wer mich findet, der wird mich umbringen. Who is that whoever? Aber wer wird das sein, dieser jeder? If Adam and Eve were the first people on earth, then who are the whoever? Will his father and mother kill their son? Wenn Adam und Eva die ersten Menschen waren und Kain ihr Sohn war, wer sind dann die anderen? Hätten Adam und Eva ihn umgebracht? Next verses will explain it. Im nächsten Vers wird es erklärt. Remember that God wants to interact with his people. Gott möchte immer mit den Menschen zusammenarbeiten. So the Lord said to him, therefore, whoever, not his family, kills Cain, vengeance will be taken on him sevenfold. Und der Herr aber sprach zu ihm, nicht so, jeder, also nicht seine Familie, sondern jeder andere, der Kain erschlägt, 7-fach soll er gerächt werden. Then Cain went out from the presence of the Lord. Und dann ging Kain weg vom Angesicht des Herrn. Notice, he went out from the presence of the Lord. Er ging weg vom Angesicht, von der Gegenwart des Herrn. That means he left Eden where the presence of God was, as I said earlier. Das bedeutet, er hat Eden, die Gegenwart Gottes, verlassen, so wie ich es vorher schon He erklärt habe. turned his back on the presence of God. Er hat der Gegenwart Gottes den Rücken zugekehrt. Before he left, God has appointed a sign for Cain. Aber bevor er ging, hat Gott ein Zeichen für Kain gemacht. It was a sign of preservation. Es war ein Zeichen, damit Kain erhalten werden würde. So Cain was preserved on this earth because his mission is for the earth only, the physical. Kain sollte bewahrt werden vor dem Sterben. Er sollte auf dieser Erde bleiben, weil seine Mission, seine Aufgabe auf dieser Erde ist. So the seal of preservation, Bewahrung. So war es ein Zeichen der Bewahrung. And that's all there is about this sign. Und mehr ist zu diesem Zeichen nicht dazu. That means he's just for this earth, period. Das heißt, er ist bestimmt nur für diese Erde, Punkt. So he settled in the land of Nod, east of Eden, outside of Eden. Und so ging Kain nach Nod, und das ist östlich von Eden, und er wohnte dort. That is Ashur, land of Ashur, where the Sumerians come from. Dieses Land Nod ist Assur, das Land, aus dem die Sumerer kommen. Cain had relations with his wife and she conceived. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. So he got a wife outside of Eden, where his family was. They have not left Eden. They have not left the presence of God. Also hat Kain eine Frau bekommen außerhalb von Eden, denn seine Familie war immer noch in der Gegenwart Gottes. So there were other people, and that's when there comes the first mixture. Also muss es andere Menschen gegeben haben, und das war die erste Vermischung. From which the giants came. Aus dieser Vermischung kamen die Riesen. When the sons of God, the sons of Adam, which Cain also was, mixed themselves with the non-Adamic people. Das geschah, als die Söhne Gottes, die Söhne Adams, und Kain war ein Sohn Adams,
sich mit diesen nicht-adamischen Menschen vermischten. And suddenly the force of God mixed itself with the other people which we do not know much about. Und dann hat sich diese Kraft Gottes mit diesen anderen Menschen, von denen wir fast nichts wissen, vermischt. And it continued until Noah. Und das ging weiter bis Noah. Until Noah, the earth was wicked because people did not know how to handle the knowledge of good and evil. Bis Noah war die Erde vollkommen böse geworden, weil die Menschen nicht wussten, wie sie mit diesem Wissen von Gut und Böse umgehen sollten. From these two words, Tov and Ra, most likely we have the word Torah. Höchstwahrscheinlich kommt von diesen zwei Worten Tov, was gut, und Ra, was schlecht bedeutet, das Wort Torah. That's why the Torah, the 5 books of Moses, the law, was given to us after Noah. Deswegen wurde die Torah, das Gesetz, uns nach Noah gegeben. Jesus was planned before the foundation of the world, Jesus war geplant schon vor Grundlegung der Welt. just as the law was planned before the foundation of the world. Genauso wie das Gesetz schon vor Grundlegung der Welt so geplant war. The law shows us what sin is, and then we can repent, and then we are saved. Das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist, und dann können wir davon umkehren und werden gerettet. So Cain had forsaken the presence of God. Und so verließ Kain die Gegenwart Gottes. But the genes remember the past. Aber die Gene erinnern sich an die And Vergangenheit. suddenly we have the appearance of the Kenites. Und auf einmal haben wir das Auftauchen der Kenniter. Through Cain's genealogical line continues through Noah in Canaan. Durch Noah kam die genetische Linie Kains bis nach Kanaan. Remember, Cain, or the Kenite, is the root. Wir müssen wissen, dass die Wurzel der Kenniter Kain ist. Genesis 15, verse 18 until 19. In 1. Mose 15, 18 bis 19 God speaks with Abram. lesen wir von Abraham: I have given you this land. From the land of Egypt as far as the great river Euphrates, which is the land of Nod. Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphrat. Das ist im Land Nod. That is today's Iraq, Iran. Das ist, wo heute Iran und Irak ist. And here is the root. Und hier haben wir die Wurzel. Verse 19. The Kenite. Im Vers 19, die Kenniter. From the Kenite comes the Kenizzite. Von den Kennitern kommen die And Kenaziter. from Kenizzite come the Kadmonites. Und von den Kenazitern die Kadmoniter. And later on Hittites, and then Perizzites, and then the Rephaim, which were the giants. Und von denen kamen die Hittiter, die Periziter und dann die Rephaiter. Und diese Rephaiter sind die Riesen. There were Anakim, Rephaim, Zamzumim, Emim, and all the other giants. Und es gab ganz verschiedene Stämme von diesen Riesen. So it means these specific genes manifested themselves in the giants and the king of Og, for example, in Bashan. Gene von Kain finden wir wieder in den Riesen, zum Beispiel in dem König von Baschan, Og. And because of their great stature, they could not intermarry with normal people. They intermarried with themselves, and therefore they disappeared. Und wegen ihrer Körpergröße konnten sie keine Gemeinschaft mit den normalen Menschen haben. Das heißt, sie betrieben Inzucht und deswegen sind sie verschwunden. As we have seen it in the nature, it happens so. Genauso wie es heute auch noch in der Natur passiert. And the Amorite becomes the father of the Canaanite. Und die Amoriter waren die Väter der Kanaaniter. And from Canaanites come the Girgashites, and from the Girgashites come the Jebusites, which were the indwellers of Jerusalem, the founders of Jerusalem. Und von den Kanaanitern kommen die Girgashiter und die Jebusiter. Und die Jebusiter sind die, die Jerusalem gegründet haben. The name of Jerusalem was Jebus. Der Name Jerusalems war ursprünglich Jebus. Yes. Ir Shalom, the city of peace, later on. Und später hieß es dann Ir Shalom, die Stadt des Friedens. From Jebus comes also Salem. Und von Jebus kommt auch Salem. That was under Melchizedek.
Unter Melchisedek lesen wir davon. Melchizedek was an angel Melchisedek war ein Engel, that meant to be on this earth in some way because nobody knew his genealogy. und er war dazu bestimmt, auf dieser Erde zu sein, denn niemand kannte seine Herkunft. Or perhaps he was the pure genealogical line from Adam through Seth. Oder vielleicht war er auch ein reiner Nachkomme von Adam über Seth. So there is a secret about Melchizedek. Es gibt ein Geheimnis, das Melchisedek What umgibt. was he doing there in Jebus? Und was hat Melchisedek in Jebus getan? Well, he was the seed of God preparing Jebus for Salem, to make a Salem, which is Shalom. Er hat diese Stadt Jebus darauf vorbereitet, Frieden zu sein. And Shalom, Ir, the city of Shalom, from these two words, Ye and Salem. Und von diesen zwei Worten, ihr oder Je und Salem, We have Jerusalem. ist dann später Jerusalem geworden. You see, God has sent something before, knowing what is going to happen later, because in Him there is no time. Wie wir sehen, hat Gott hier jemanden gesandt, etwas vorzubereiten, das, was dann später erscheinen sollte. David has taken over Jerusalem, and slowly the Jebusites were removed from Jerusalem, although they lived with the Israelites for a long time. Und als David Jerusalem eroberte, sind die Jebusiter ganz langsam verschwunden, aber sie haben lange Zeit mit den Israeliten zusammengelebt. But why am I saying this? Warum sage ich das Because alles? these are the offspring of the Kenite. Weil all das die Nachkommen der Kenniter Their sind. root was Cain. Deren Wurzel war Kain. So, sometimes the seed has to redeem what Cain has brought. So muss manchmal die Saat das erlösen, was Kain gemacht hat. However, the line of the Kenites found its way into Israel. Die Linie Kains fand ihren Weg bis nach Israel hinein. So Numbers 24 verse 21 until 22. Wie wir in 4. Mose 24, Vers 21 und 22 lesen können. Balaam, the son of Beor, is looking down on the Kenite, verse 21. Bileam, der Sohn Beors, schaut auf die Kenniter, wie wir in Vers 21 sehen. And took up his discourse and said, Your dwelling place is enduring, or in other words, physically secure. Er begann seinen Spruch und sagte, fest ist dein Wohnsitz, physisch sicher. That means you are rich, silver, gold, money, Das heißt, die Kenniter waren reich, sie hatten Silber, Geld and your nest is set in the cliff. und auf den Felsen gesetzt ist dein Nest. Nevertheless, Cain, with K, denoting Cain's descendants, will be consumed. Jedoch wird Kain, das heißt aber die Nachkommen Kains, der Verwüstung verfallen. And then he says, How long will Ashur, the land of east, Nod, keep you captive? Und weiter heißt es, wie lange noch wird Assur, das Land im Osten, Not, dich gefangen halten? So, question is, who knows better, they or we? Und jetzt ist die Frage, wer weiß es besser, wir oder sie? Those who are earlier or those who came later? Die schon lange da sind oder die jetzt erst kommen? The same way we found the book of Isaiah in Qumran by the Essenes, Genauso haben wir das Buch Jesaja in Qumran bei den Essenern wiedergefunden. and it is the same copy as we have today. Und dieses Buch ist noch genauso, wie wir es heute haben. That means after 2000 years, after so many translations, we have the original book. Das heißt, nach 2000 Jahren und nach vielen, vielen Übersetzungen haben wir immer noch den originalen Text. That means those who lived earlier, they knew who Kenites were. Das bedeutet aber nichts weiter, als dass die vor uns gelebt haben, genau wussten, wer die Kenniter sind. And that they survived through Noah. Noah had children. Their sons married foreign women. Somehow the genealogical lines found their way through their women. Und die Linie Kains hat durch Noah überlebt, denn Noah hatte Söhne und Töchter und irgendwie haben die Linien Kains das überlebt bis zum heutigen Tag. Because his sons married foreign women. Denn die Söhne Noahs haben fremde Frauen geheiratet.
And we don't know much about them. Und über die wissen wir aber nicht viel. But since the Kenites also emerged from him, Aber weil auch die Kenniter durch ihn überlebt haben, then we have Kain here, as it is spoken here. haben wir hier wieder Kain. Canaan was cursed by Noah. Kanaan wurde von Noah verflucht. So they have taken different names identifying themselves with their forefathers. Canaan and Kain is synonymous. Sie haben ähnliche Namen genommen, um sich zu identifizieren, und Kanaan und Kain sind ähnliche Namen. It could have been Kainan. Es könnte auch Kainan And the heißen. I was lost and became Canaan. Aber dieses I ist verloren gegangen und deswegen heißt es Kanaan. That line of Cain, the Kenites, found their way into Judah, from which come the Jews. Die Linie Kains fand ihren Weg bis hinein nach Juda, wovon die Juden kommen. We find it in Judges 1:16. In Richter 1, Vers 16 lesen wir darüber. The descendants of the Kenite, Moses' father-in-law, went up from the city of palms with the sons of Judah to the wilderness of Judah, which is in the south of Arad, and they went and lived with the people. Und die Söhne des Kenniters, des Schwiegervaters von Mose, waren mit den Söhnen Juda aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt, und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Perhaps some of you will have the question, why did Zipporah not go with Moses with the children of Israel? Und vielleicht kommt die Frage auf, warum Zipporah, die Frau von Mose, nicht mitgegangen ist. Why did she hate the circumcision covenant? Warum hat sie diesen Bund der Beschneidung gehasst? And why his father-in-law Jethro did not go with Moses? Und warum ist der Schwiegervater von Mose nicht mitgegangen? Because they have nothing to do with God. Weil sie nichts mit Gott zu tun They haben. are sealed for this earth only. They do not understand what Moses was dealing with. Weil sie nur für diese Erde bestimmt sind, weil sie nicht verstanden haben, was Mose getan hat. Zipporah took the foreskins of Moses' sons and threw them before the feet of Moses as you are a bridegroom of blood to me. Und Zipporah nahm diese Vorhäute der Söhne Mose und warf sie Mose vor die Füße und sagte, für mich bist du ein Blutbräutigam. And she left him. Und sie hat ihn verlassen. That's why Moses married another woman later on, a Cushite woman. Deswegen hat Mose später eine andere Frau sich genommen, eine kuschitische Frau. This is to show you that the Kenites don't capiche the spiritual things. Und das soll uns einfach zeigen, dass die Kenniter das Geistliche einfach nicht begreifen. And this is consistent throughout the scripture. Und das werden wir durch die ganze Schrift hindurch so finden. Now we come to the New Testament where there's a group of people who cried, "Crucify him and let his blood be upon us and upon our children." Und im Neuen Testament lesen wir, dass es Menschen gab, die schrien, kreuzige ihn und lass sein Blut auf uns und unsere Kinder kommen. A real Jew cannot ever cry and say such things because the Jew is dealing with the spiritual curses and blessings and knows he's God. Ein wirklicher Jude hätte so etwas nie sagen können, weil ein richtiger Jude das Gesetz kennt und mit den Flüchen und Segen Gottes vertraut ist. But to the Kenite, the blood covenant has no meaning, Aber für die Kenniter hat ein Blutbund keinerlei Bedeutung. as it did not have any meaning to Zipporah, the wife of Moses. Genauso wenig wie Zipporah irgendetwas begriffen hatte. They were already guilty of the blood of Abel, Sie waren doch bereits schuldig am Blut von Abel geworden. and they have never repented. Und sie haben nie dafür Buße getan. God forbid that it should be so. Es möge Gott davor sein, dass so etwas geschehen soll. God forbid that they should not have the ability to repent. Gott sei davor, dass sie nicht die Möglichkeit hätten, Buße zu tun. But perhaps that ability is not given to them. Aber vielleicht ist ihnen diese Möglichkeit wirklich nicht gegeben. See, it is like this. I don't want to accept it. I don't want to believe it. Ich möchte das nicht annehmen, nicht akzeptieren. But perhaps these people don't have the ability to repent. Aber vielleicht haben diese Menschen einfach nicht die Möglichkeit, Buße zu tun und umzukehren.
And the seal on Cain is the seal for this earth only, and they will be burned up with an eternal fire. Denn das Siegel von Kain ist einfach nur für diese Erde und sie werden am Ende verbrannt werden. Like they never existed. So als ob sie nie The existiert eternal hätten. fire of God is not something that burns forever, Das ewige Feuer Gottes ist nicht etwas, das ewig brennt, because our time cannot measure eternity. denn unsere Zeit kann die Ewigkeit nicht messen. If you say eternal and you measure it with time of this earth, then you would say next day, next day, next day, next day, next day, without end. Wenn wir Ewigkeit mit dem Zeitbegriff unserer Zeit messen würden, dann wäre Ewigkeit ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag bis in Unendlichkeit. That's not the way to measure eternal fire. Aber das ist nicht möglich, das ewige Feuer so zu messen. Physical fire must have physical stuff to burn. Ein physisches Feuer muss physische Dinge haben, die verbrannt werden können. And from this we have ashes. Und dann bleibt Asche übrig. Eternal fire is a different fire. Aber ein ewiges Feuer ist ein anderes Feuer. It annihilates everything like it never exists, and there's nothing remaining after it, no memory of it. Das ewige Feuer verbrennt die Dinge so, als ob nie etwas da gewesen wäre. Es annihiliert die Dinge. That's why we have different fires in the Bible, but that's another subject. Deswegen haben wir verschiedene Feuer in der Bibel, aber das ist ein anderes Thema. So those who cried, "Let his blood be upon us and upon our children," they had no concept of blood. Also waren die riefen, kreuzige ihn und lass sein Blut auf uns kommen, solche Menschen, die keine Ahnung von Blut hatten. They were already guilty. Denn sie waren bereits They were schuldig. already sealed. Sie waren schon Therefore, versiegelt. they were not Jews, they were the Kenites. Deshalb konnten sie keine Juden gewesen sein, sie mussten Kenniter sein. Without the Kenites, Israel could not exist. Aber ohne die Kenniter könnte Israel nicht existieren. Kenites were sealed for this earth, and that's why they are excellent in creating structures. Die Kenniter sind für diese Erde bestimmt und deswegen sind sie hervorragend geeignet, um Strukturen zu bauen, Money multiplication, um Geld zu vermehren, technology. um Wissen zu erlangen. Cain was the implementer, the forger of iron. Kain war der Erfinder der Eisenbearbeitung. And so the first implements for tilling the ground were invented by Cain and his descendants. Die ersten Geräte, mit denen der Boden bearbeitet wurde, wurden von Kain erfunden. But also war implements, weapons. Aber genauso hat er auch die Waffen erfunden. From Cain we have Gewalt, we have wars. Von Kain kommen die Kriege. They had no spiritual concept of life eternal. Sie hatten keine Vorstellung von ewigem Leben. They are the tares and the chaff which shall be burned up. Sie waren das Unkraut und die Spreu, die verbrannt werden wird. Matthew 13 verse 30. Wie wir in Matthäus 13, Vers 30 lesen können. The seed is enclosed in the chaff, and therefore we all, up to a certain point in our life, contain the chaff, eventually must fall off and then be burned. Jedes Weizenkorn steckt in der Spreu und deshalb haben wir alle in unserem Leben einen gewissen Anteil an Spreu in uns, der am Ende abfallen und dann verbrannt werden muss. Just as Kenites build up Judah, Die Kenniter haben Juda aufgebaut, made it strong physically, sie haben es physisch stark gemacht, financially independent, sie haben es finanziell unabhängig gemacht, rich in gold and silver, reich an Gold und Silber able to survive. und damit es befähigt zu überleben. Many of those who survived destructions, many of them are Kenites. Viele von denen, die überlebt haben, die Zerstörung überlebt haben, waren Kenniter. We all have Kenites in us. Jeder von uns hat etwas Kennitisches in sich. But, and that is the chaff that encloses the seed. Aber das ist die Spreu, die den Samen umschließt. It serves a purpose to a certain point, then it falls off and is burned up. Diese Spreu dient bis zu einem gewissen Punkt dem Samen, aber dann muss sie abfallen. We distance ourselves from anything that is evil. Wir distanzieren uns von allem, was böse ist. But the Kenites, who are really Kenites, they actually kill
to gain wealth. Aber die Kenniter, die wirklich Kenniter sind, die töten, um Reichtum zu erlangen. And that's mafia. In the name of the love of money, they kill. Und das ist Mafia. Im Namen der Geldliebe töten sie. Therefore, the root of all evil is the love of money. Deswegen ist die Wurzel aller Bosheit die Liebe zum Geld. But those who are really the seed and identify themselves with the seed, they have passed that long time ago. Aber wer wirklich die Saat ist und sich damit identifiziert, der hat das schon lange hinter sich gelassen. Only the complete tares will be burned up. Nur das wirkliche Unkraut wird verbrannt werden. The chaff is necessary to enclose the seed. Die Spreu ist notwendig, um den Samen zu umhüllen, Its life is temporary, aber sie lebt nur vorübergehend. while God's seed abides forever. Aber Gottes Samen bleibt für immer. It exists on this earth only to multiply itself. Gottes Same ist nur auf dieser Erde, um sich zu vermehren. Now, the Jewish nation is composed of Jews who seek God and study His Word, and the totally godless secular Jews, the Kenites. Die jüdische Nation besteht aus den Juden, die Gott wirklich suchen und sein Wort studieren, und den völlig gottlosen, säkularen Juden, den Kennitern. The Kenites are destined to build physical structures and create infrastructures, Die Kenniter sind dazu bestimmt, physische Strukturen zu bauen und Infrastrukturen zu schaffen. and not all are bad or evil. Und nicht alle sind schlecht oder böse, As I said, we all have part of it in us. denn wie schon gesagt, jeder hat ein Stückchen Kenniter in sich. What I said is when that becomes dominant and in the name of that trait we hurt others, then it's wrong. Wenn das Kennitische in uns Überhand nimmt, dann wird es falsch. As long as they are not overtaken by greed and evil to the point of killing and stealing, they shall be saved. Und solange sie nicht der Gier und dem Bösen so weit verfallen sind, dass sie töten und stehlen, werden sie gerettet werden. Remember, God called Cain to overcome sin. Wie wir wissen, hat Gott Kain aufgerufen, die Sünde zu überwinden. So that means a Kenite can overcome sin. Und das heißt nichts anderes, als dass auch ein Kenniter Sünde überwinden I kann. think Cain had more ability to overcome, Ich persönlich denke, dass Kain mehr Fähigkeiten hatte zu überwinden and he was smart. und er war schlau. Perhaps those innocent people who are born so innocent, they don't fit in this world. Dass vielleicht diese Menschen, die unschuldig geboren sind, in diese Welt gar nicht richtig hineinpassen. They don't know how to handle it. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen They are not sollen, very smart. denn sie sind nicht so schlau. They let others to walk all over them. Sie lassen andere über sich laufen. They let themselves be taken advantage of. Sie lassen es zu, dass sie benutzt werden. People can take advantage of them and use them and abuse them. Sie lassen es zu, dass Menschen sie benutzen und sogar missbrauchen. It is the Kenite trait to find if you're kind, if you're soft, let's take advantage of this. Und das ist kennitisches Denken. Wenn du weich bist, wenn du gut bist, dann machen sich das die Kenniter zunutze. So on the job, the other people look for a gap. In der Arbeit zum Beispiel schauen solche Menschen nach einer Lücke, In order to take advantage of your kindness and softness. um diese Freundlichkeit und diese Weichheit auszunutzen. And they pile on you so much work Und sie laden dir dann so viel Arbeit that you auf, can have easily a burnout. dass du ganz leicht einen Burnout bekommen kannst. That's why you have to use a little bit of that Kenite trait and overcome that too. Deswegen müssen wir etwas von diesem Kennitischen in uns benutzen, um auch das zu überwinden. The Bible doesn't say to humble ourselves before men. Die Bibel lehrt uns nicht, uns vor Menschen zu demütigen. In the fellowship with the Christians, the brothers and sisters, that's different. Aber in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern ist das etwas anderes. But when you deal with the world, Aber wenn du mit der Welt zu there tun is no hast, place where it says that you should be humble. da gibt es nicht die Stelle, wo es heißt, du sollst dich dort demütigen, You got to stand up for yourself. sondern du musst für dich selbst You aufstehen. cannot let anybody to walk all over you and take advantage of you. Du kannst niemanden erlauben, über dich zu laufen oder auf dich zu treten und dich auszunutzen.
The Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. Die Bibel sagt, dass wir uns unter der mächtigen Hand Gottes demütigen sollen. That's why when you deal with God, the way to receive something from Him is by humbling. Und deswegen ist es, wenn man von Gott etwas empfangen will, dass man sich vor ihm demütigen muss. That Cain could not do. Und das hat Kain nicht fertiggebracht. Because he didn't do it, he was the first sinner and the first devil. Weil er das nicht fertigbrachte, war er der erste Sünder und der erste Teufel. He sealed himself on purpose with evil and his descendants. Er hat sich und seine Nachkommen ganz zielgerichtet mit diesem Bösen versiegelt. So these who were sealed with that, they cried, let his blood be upon us and upon our children. That's awful. Die gerufen haben, lasst sein Blut über uns und unsere Kinder kommen, die waren so versiegelt. So the Kenites have been destined for this earth only, Die Kenniter haben nur für diese Erde eine Bestimmung. to build security through riches in order to sustain the righteous. Sie sollen Sicherheit durch Reichtum schaffen, um die Rechtschaffenen zu versorgen. So we are using computers, we are using electronics, everything for the glory of God. Und so können wir Computer und alles, was es gibt auf dieser Erde, für die Herrlichkeit Gottes benutzen. We are not in love with these things, but they are helping us to attain higher goals. Wir lieben solche Dinge nicht, aber sie helfen uns, höhere Ziele zu erreichen. But the real Kenites, they really love this. Aber die wirklichen Kenniter lieben nur das. The only motivation in his life is to get rich, super rich, and screw everybody around. Deren wirkliche Liebe ist es, reich und noch reicher zu werden und jeden zu betrügen. Ultimately, the Kenite will be burned up, Letztendlich werden die Kenniter verbrannt werden. and the righteous, the seed, will be stored in God's house. Und der Same Gottes, der wird in Gottes Haus aufbewahrt werden. And it's the seed that will inherit the future age, the earth, cleansed earth. Und es sind die Gerechten, der Same Gottes, der die zukünftige Erde erben wird. The earth will cease then experiencing violence and territorial wars. Dann wird die Erde keine Gewalt und keine Kriege mehr erleben. We have the emergence of the first devil, Cain, and his descendants, the imitators of his deeds, murderers and thieves. Wir haben jetzt gesehen, wo und wie der erste Teufel, Kain, auftaucht und wer seine Nachkommen sind. Those who love just the physical often kill and plunder and act as tares, robbing the field and seed of its sustenance. Die Nachahmer seiner Taten, Mörder und Diebe, alle, die nur das Physische lieben, töten und plündern oft. Sie handeln wie Unkraut und berauben das Feld und die Saat der Lebensgrundlage. Such must be controlled with strict laws, otherwise we would have another pre-Noah violence, or that of Sodom and Gomorrah type of earth. Die Kenniter müssen mit strengen Gesetzen unter Kontrolle gehalten werden, sonst würden wir wieder Zustände wie vor der Sintflut haben oder wie in Sodom und Gomorrha. And by then we would be destroyed. Und dann wären wir bereits jetzt vernichtet. But we have law that controls it all. Aber wir haben Gesetze, die das alles kontrollieren. But just as tares in your garden are being controlled by weeding them out, so it is in this world. Aber genau wie das Unkraut in deinem Garten bekämpft werden muss, muss es auch in dieser Welt bekämpft werden. The New Testament, Das Neue Testament, Matthew 4, verse 1 until 10. Matthäus 4, Vers 1 bis 10. The temptation of Jesus. Dort finden wir die Versuchung von Jesus. When Jesus was led up by the Spirit, notice the word by the Spirit. Dann wurde Jesus von dem Geist, und hier müssen wir beachten, vom Heiligen Geist, He was led up wurde er geleitet into the wilderness. in die Wüste. Simple question again. Who led them into the wilderness? Wenn wir uns die Frage stellen, wer führte Jesus in die Wüste? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Why? Und warum tat er So das? that he might be there tempted by the devil. Damit er dort vom Teufel versucht werden würde. In James, we read that God doesn't tempt anybody. He cannot be tempted, neither does he tempt. In Jakobus lesen wir, dass Gott niemanden versucht. Er kann nicht versucht werden und er versucht niemanden. So, scriptures have to be synchronized.
Diese Schriftstellen müssen irgendwie synchronisiert werden, because they come from one God and therefore logical. denn sie kommen von einem Gott und sind deswegen logisch. So it is illogical here. Und hier haben wir irgendetwas Unlogisches. There's something with the word tempted, Irgendwas mit diesem Versuchen passt hier nicht. because God cannot be tempted Denn Gott kann nicht versucht werden. and he cannot tempt anyone. Und er kann niemanden versuchen. And the Holy Spirit is God. Und der Heilige Geist ist Gott. And after he had fasted 40 days and 40 nights, he then became physically hungry. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, wurde er physisch hungrig. And the tempter, the tester, came and said to him. Und der Versucher, der Prüfer, kam zu ihm. So the word tempted here is perizzo. Das Wort Versucher heißt im Griechischen pereizo. Which means test. Und das heißt nichts anderes als Prüfung oder Test. So, you can read the same scripture with the old predispositions Und wir können jetzt diese Schriftstelle mit unseren alten Vorstellungen lesen or neutrally, oder neutral, the way it is written. so wie es geschrieben steht. So Jesus was hungry physically. Jesus war also physisch hungrig. The word physically is very, very important. His body, he was not eating any physical food. Dieses Wort physisch ist ja ganz wichtig, weil sein Körper nichts gegessen hatte. And here the tester, from which comes the word perizzo, tester, Und jetzt haben wir hier diesen Prüfer, was von dem griechischen Wort pereizo kommt. if you are the Son of God, command that these stones become bread. Und er sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Stones are physical, bread is physical. Steine sind physisch, Brot ist physisch. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, But every word that proceeds from the mouth of God. sondern aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Here is spiritual versus the physical. Hier haben wir das Geistliche gegen das Physische. We have learned that the Kenites are sealed for this earth only and they are dealing only with the physical. They do not understand anything else. Wir haben gehört, dass die Kenniter für diese Erde versiegelt sind und dass sie nur das Physische kennen und nichts anderes. For the Kenites, the physical greatness is the only greatness they know and they want. Für einen Kenniter ist physische Größe alles, was er will und alles, was er kennt. Horizontally. Eine horizontale The Vorstellung. vertical greatness comes from heaven, from above. Aber die vertikale Größe kommt von Gott, von oben. That's why Jesus answers, this is every word that proceeds from the mouth of God. Und deswegen antwortete Jesus, jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. And he used the Hebrew word pech, which is the mouth of God. Und er benutzt dieses hebräische Wort Pech, was den Mund Gottes beschreibt. In Greek, the counterpart word is rhema. Die griechische Entsprechung ist Rema. What is written is dabar Was geschrieben ist, ist Dabar in Hebrew. in Hebräisch In Greek is logos. und im Griechischen Logos. So Jesus says, the logos says, you will not live by bread alone. Jesus sagte hier also, dass Logos sagt, du wirst nicht vom Brot allein leben, Because he says it is written. denn er sagte hier, es steht geschrieben. But from every word that proceeds not from what is written, but from the mouth of God, pech, rhema. Sondern von allem, was aus dem Mund, aus dem Pech, Rema kommt von Gott. From this you have the fivefold ministries which they bring the living word in order to make you perfect. Und hier haben wir diesen fünffältigen Dienst, der das lebendige Wort bringt, um etwas lebendig zu machen. Then the devil, it says the devil here, took him into the holy city, Jerusalem, and had him stand on the pinnacle of the temple. Und dann lesen wir weiter, der Teufel nimmt ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. How did he do it? Wie hat er das getan? Because some says, well, if the devil is a spiritual being, then he was tempting him spiritually, and perhaps there were hallucinations, dreams or trance. Viele Menschen meinen, dass der Teufel ein
geistliches Wesen ist und deswegen war diese Versuchung eine geistliche Angelegenheit und es könnte eine Halluzination, es könnte ein Trance gewesen sein oder irgendetwas in diese Richtung. But we know who the devil is. Aber wir wissen ja schon, wer der Teufel ist. It's a Kenite, it's a physical human being. Ein Kenniter, ein physisches, irdisches Wesen. That Satan was behind it, that's another story. We will get to that. Dass Satan dahinter stand, das ist etwas anderes. Dahin werden wir auch noch kommen. And then he says to him, if you are the Son of God, Und dieser Kenniter sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, they always doubt and they will always question these things sie werden diese Dinge immer anzweifeln, because they don't get it. denn sie verstehen es einfach nicht. Then you will throw yourself down, for it is written, he says logos. Wenn du der Sohn Gottes bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Und hier haben wir wieder Logos. So he said, prove to me that really it is spoken of you, then you will perform a miracle. Er sagt ihm hier nichts anderes, als das beweise mir, was im Wort geschrieben steht, dass es wirklich von dir geschrieben steht. And what is written? Und was steht geschrieben? He will command his angels concerning you, Er wird seinen Engeln über dir befehlen. and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du nicht deinen Fuß an einen Stein stößt. That means a stone is physical, and striking a foot that can hurt is a physical foot. Hier haben wir wieder, dass ein Stein etwas Physisches ist und wenn man seinen Fuß an einen Stein stößt und das weh tut, das muss auch physisch sein. Simply, clearly, both of them had to get up to the top of the temple. Ganz einfach und klar, beide mussten auf diese Zinne des Tempels hinaufgehen. It had to be someone who knows the temple and knows the secret passage, someone that was maintaining the temple physically. Es musste jemand gewesen sein, der Jesus mitnahm, der den Tempel kannte und der diese geheimen Aufgänge kannte. And both of them went up to the top of the Temple Mount, maybe at night. Und beide gingen auf die Spitze des Tempels hinauf, vielleicht in der Nacht. And there it's possible to look down from what, 5-story building or higher, Und von diesem vielleicht fünfstöckig oder höherem Gebäude ist es möglich, hinabzuschauen. it was a humongous building. Es war ein sehr großes Gebäude. Only then such temptation is possible. Denn nur dann ist eine solche Versuchung möglich. What is a temptation from the physical man is a test from God. Und was eine Versuchung für den physischen Menschen ist, ist eine Prüfung von Gott. Do you see this? Versteht ihr das? Jesus said to him, on the other hand, it is written, logos. Und Jesus sagte zu ihm, wiederum steht geschrieben, wieder Logos, You shall not put the Lord your God to the test. du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Test. Prüfen. God. Gott prüfen. Jesus is one with the Father. Jesus ist eins mit dem Vater. How do we know this? Woher wissen wir das? How is he one with the Father? Und wie ist er eins mit dem Vater? Hebrews 1 verse 3 explains it. Hebräer 1, Vers 3 erklärt es. He says that he is the representation of God the Father on earth. He is the glory of God on earth. Dort heißt es, dass er der Repräsentant Gottes auf dieser Erde ist. Er ist die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde. He is Tselem, the mirror of God the Father. Er ist Zelem, ein Spiegel Gottes auf dieser Erde. So, God the Father is the Spirit. Gott, der Vater, ist Geist. He's got no silhouette. Er hat keinen Körper, keine Silhouette, keine Form. Jesus does. Aber Jesus hat das. So how does he represent the Father, the Spirit? Und wie kann er jetzt den Vater, den Geist repräsentieren? As it is written in John 5 verse 19 and 30, he says, of myself I can do nothing. So wie es geschrieben steht in Johannes 5, 19 und 5, 30. Ich aus mir selbst kann nichts tun. Whatever the Father says, that I say. Whatever the Father does, that I do. Was der Vater sagt, das sage ich, und was der Vater tut, das tue ich. So in my word, you hear the Father, and in my deeds, you see the Father.
Also könnt ihr in meinen Worten den Vater hören und in meinen Taten den Vater sehen. The apostles did not understand it. They said, show us the Father. He said, you've been with me so long, you still don't know me. Und die Apostel wussten immer noch nicht, wie sie damit umgehen sollten. Sie sagten immer noch, zeig uns den Vater. Und Jesus sagte, ihr seid so lange mit mir unterwegs und ihr versteht es immer noch nicht. To the Samaritan woman, he says, God is spirit. Zu der samaritischen Frau sagte er, Gott ist Geist. We worship God in spirit, spiritually. Wir beten Gott im Geist an, geistlich. And he says, you do not know what you worship. We know what we worship. Und er sagt zu ihr, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, aber wir wissen, wen wir The anbeten. seed is spiritual, and the spiritual person grasps the spiritual things. Der Same Gottes ist geistlich und eine geistliche Person kann das verstehen. In Gethsemane, right before his arrest, In Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wurde, he said, I am. He pronounced the name of God. sagte er, ich bin, und er sprach da den Namen Gottes aus. And when he spoke the name of the Father, Yud He Vav He, they were knocked down to the ground. They drew back. Und als er diesen Namen Gottes, Jud, He, Wav, He, aussprach, da fielen die Soldaten um. Here is the oneness of Jesus with the Father. Hier sehen wir die Einheit von Jesus mit dem Vater. So now, as he used the name of God in Gethsemane, he uses the name of God now with this test. Und so wie er in Gethsemane den Namen benutzte, benutzt er ihn auch hier in dieser Prüfung. How do I know it? Woher weiß ich das? Because it says, Lord your God, Lord God. When you have Lord God, it's definitely the name, Yud He Vav He, and Elohim. Weil wir hier lesen, der Herr, dein Gott. Und wenn da steht, dein Gott, dann ist das der Name und Herr ist, The Herr is Yud He Vav He, der Herr ist Jud, He, Wav, He and God is Elohim. und Gott ist Elohim. It is the same as it is in Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me. Of the Lord God. Genauso wie in Jesaja 61, Vers 1 steht, der Geist des Herrn, Gottes, ist auf mir. Da haben wir das wieder, der Herr und Gott. If you say it in German Gottes, then it's Lord God. Dort, wo im Deutschen steht, der Herr, der Name des Herrn, des Gottes ist auf mir, dort steht der Herr Gott. And the same expression is used here. Your Lord God you will not put to test. Und genau derselbe Ausdruck wird auch hier verwendet, der Herr Gott. Here he pronounced the name of God by which he was one with the Father. Er hat hier den Namen Gottes ausgesprochen, mit dem er eins war mit dem Vater. And since he was sinless, Und weil er ohne Sünde war, he could do that. konnte er das tun. It is dangerous for us to do. Für uns ist das gefährlich, All right. So, unless it is given to you from above. außer wenn es dir von oben gegeben ist. So, test, paraiso. Und so haben wir wieder eine Prüfung, Pereizo. Why the translators used in one word temptation and here they use test? Warum haben die Übersetzer einmal Test und einmal Versuchung benutzt, When both words use the same Greek word paraiso, wenn in beiden Fällen das griechische Wort Pereizo benutzt wurde? is beyond me. I cannot understand it unless it is that they have a theology and they create a theology in your mind. Das verstehe ich nicht, außer wenn sie irgendeine Theologie in ihren Köpfen hatten und die Übersetzung dem anpassen mussten. And again the devil took him to a very high mountain. Und wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg. A physical man with physical Jesus go to a physical high mountain. Ein physischer Teufel mit einem physischen Jesus geht auf einen physischen, sehr hohen Berg. And he does not show him spiritual kingdoms, but he shows the physical kingdoms of the world. Und er zeigte ihm keine geistlichen Reiche, sondern er zeigte ihm die Reiche dieser Welt. What was their glory? Und was war ihre Herrlichkeit? Well, it's the Roman glory, victories over the subjected nations and lands. Es ist die Herrlichkeit der Römer, die er ihm zeigte, die Länder, die sie sich unterworfen hatten, From which plunder they created their temples, created their buildings, palaces. von dem, was sie
bei diesen Völkern geplündert und geraubt hatten, haben sie ihre Tempel und ihre Paläste gebaut. That was their glory. Das war die Herrlichkeit. And he says, all these things I'll give to you if you fall down and worship me. Und er sagte zu ihm, all das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. How do you fall down and worship me? Wie kann man niederfallen und den Teufel anbeten? Do you think that you just come on your knees and say, I worship you, is the worship? No, that's not what it is. Wenn du denkst, dass es einfach ist, auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich bete dich an, dann liegst du daneben. You have no clue what the worship really is. Dann hast du keine Ahnung davon, was Anbetung wirklich ist. What you serve, you worship. Das, wem du dienst, das betest du an. If you serve the mammon of unrighteousness, you worship mammon of unrighteousness. Wenn du dem Mammon der Ungerechtigkeit dienst, dann betest du diesen Mammon an. And where your treasure is, there your heart will be also. Denn dort, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. So here is what Kenite says to Jesus. He says, now, if you want all that money, if you want all that glory, if you want to be the king sitting on the throne with power and pomp, all you need to do is accept my offer. Und hier ist das, was der Kenniter zu Jesus wirklich sagte. Wenn du all das haben willst, wenn du all diesen Reichtum haben willst, diesen ganzen Pomp und diese ganze Herrlichkeit, wenn du auf meinem Thron sitzen willst, dann musst du das annehmen, was ich dir anbiete. You have to become one of us. Du musst einer von uns werden. You must love what we love. Du musst das lieben, was auch wir You lieben. must serve what we serve. Und du musst dem dienen, dem wir auch dienen. You know, I received some mail from the Illuminatis, a special booklet, and it says, join us, and then you're going to have connections to the top, and all the secrets of Solomon will be yours. Ich habe ein Paket bekommen von den Illuminanten und da war ein kleines Büchlein drin und ein Brief und es hieß da, du kannst Zugriff haben auf alle Geheimnisse Salomos, du kannst an der Spitze stehen. And then you have to become a member, Wenn du Mitglied bei uns wirst and then you have to buy this book, und dieses Buch kaufst, and then you are a member, and then you have the right to come into the secret society. und damit wirst du die Erlaubnis bekommen, in diese geheime Gesellschaft einzutreten. It means bow to us, worship us, Und das heißt nichts anderes als beuge dich vor uns, bete uns an. accept the offer, Nimm das Angebot an and then you will be super rich like you dream to be. und damit wirst du so reich werden, wie du es dir nicht erträumen kannst. That is a temptation from men. Das ist eine Versuchung durch Menschen. God looks from above and he's testing you through it. Und Gott schaut von oben und damit prüft er uns. The tester is Satan. The devil is the tempter. Der Prüfer ist Satan und der Versucher der Teufel. But above it all is God. Aber über all dem steht Gott. Then Jesus said to him, go, Dann sagte Jesus zu ihm, geh, Satan, Satan, opposer, Widerstand, tester. Prüfer. And then now he says to Satan who is behind the Kenite, Das spricht er zu Satan, der hinter diesem Kenniter steht. for it is written, you shall worship the Lord your God and serve, word serve him only. Denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Worship is service. Anbetung ist Dienst. There you have it. Hier haben wir es. Then the devil left him. Und dann verließ ihn der Teufel, That means the Kenite. das heißt der Kenniter, And behold, angels came and began to minister to him. und Engel kamen und dienten ihm. Whenever self-preservation or the love of the passing away realm was presented to Jesus, he refused to embrace it because he came to lay his life down for us. Und wenn immer eine Versuchung Jesus offeriert wurde, dann hat er dieser Versuchung widerstanden, weil er kam, um sein Leben für uns niederzulegen. He came to lay down his life for us. Er kam ausschließlich, um sein Leben für uns niederzulegen. And this mission was constantly before him. Und diese Aufgabe hat er sich ständig vor Augen gehalten. If he listened to the devil, Wenn er dem Teufel zugehört hätte, he would have forfeited his mission on this earth. dann hätte er seine Aufgabe nicht erfüllen können auf dieser Erde. Analyze it with intelligence. Das müssen wir uns mit Intelligenz zu Gemüte That's a führen. summary of all these things that we just said.
Das wird eine Zusammenfassung werden von dem, was wir bereits wissen. The devil is a physical being on this earth. Der Teufel ist ein physisches Wesen auf dieser Erde. Satan is used here in the context as the opposer. Die Bedeutung des Wortes Satans wird oft im Zusammenhang deutlich als Widerstand. Just as Jesus uses the same thing in Matthew 16, verse 23, Genauso wie Jesus dieses Wort benutzt hat in Matthäus 16, Vers 23 in reference to Peter. und hat es an Petrus gerichtet. He called then Peter Satan. Er hat Petrus Satan genannt. But Peter was not Satan, Aber Petrus war nicht Satan, but he was somehow opposing Jesus, means dissuading Jesus from fulfilling his mission of laying down his life for the world. aber Petrus war für Jesus ein Widerstand. Das heißt, er hat versucht, Jesus davon abzuhalten, seine Aufgabe auf dieser Erde zu erfüllen. And Jesus says, no, Und Jesus sagt, nein, I came for this world to lie down my life for the world. ich kam auf diese Erde, um mein Leben für diese Welt And take niederzulegen the sin of the world upon me. und die Sünde der Welt auf mich zu nehmen. So that's why the usage of Satan is quite free throughout the scripture. You have to use understanding for this. Deswegen wird dieses Wort Satan ziemlich freizügig in der Schrift verwendet, aber wir kennen ja jetzt die Bedeutung. The Canaanite rules over the earth with his attachments to it. Die Kenniter herrschen über diese Erde mit ihrer Verbundenheit zu ihr. In the name of physical greatness, he kills, steals, subdues the earth for self-greatness. Im Namen physischer Größe töten und stehlen sie und unterdrücken die Erde, um selbst groß zu sein. The seed of God is great and lives for the glory of its maker already. Der Same Gottes ist bereits groß und er lebt zur Ehre seines Schöpfers. Remember, Jesus had physical hunger, Erinnert euch, Jesus hatte physisch Hunger, but he was not a springer, he was a marathon runner. aber er war kein Sprinter, sondern er war Marathonläufer. He saw the end after his marathon is over. Er sah schon das Ende, dann, wenn sein Marathon zu Ende sein würde. The finish line. Er sah die Ziellinie. The springer would be the one who would be watching his own hunger right now, to satisfy it right now. Aber der Sprinter wäre jemand, der seinen Hunger jetzt stillen muss. That's not our Jesus. Aber das ist nicht unser Jesus. His vision is higher, it's heavenly. Seine Vision ist höher, himmlisch. And so we are on the same way to have that kind of vision of marathon, spiritual marathon runner, Und so sind wir auf dem Weg, genau in diesem selben geistlichen Marathon, to receive the crown of glory at the finish line. um am Ende an der Ziellinie die Krone des Lebens zu erhalten. The pinnacle of the temple must have been the physical realm, because falling down to earth could have been possible only physically. Die Zinne des Tempels muss im physischen Bereich gewesen sein, denn sich auf die Erde zu stürzen ist nur im physischen möglich. So was also the high mountain Genauso war es mit diesem hohen Berg and the addiction to earthly treasures. und die Sucht nach irdischen Schätzen. It was given to Cain to produce iron implements for farming, which were also used for war, just to increase wealth and subdue other peoples. Kain war diese Fähigkeit gegeben, eiserne Werkzeuge für die Landwirtschaft herzustellen, die aber auch als Waffen im Krieg benutzt wurden, um den Reichtum zu vermehren und andere Völker zu unterdrücken. Cain and his descendants always cause wars. Kain und seine Nachkommen verursachen immer wieder Kriege. They do it for self-greatness, like Hitler did. Sie tun es, um ihre eigene Größe zu demonstrieren, wie zum Beispiel Hitler. In his Berlin bunker, he says, now the Russians are better people because they know how to fight. Und in seinem Bunker in Berlin sagte er einmal, dass die Russen die besseren Menschen sind, weil sie wissen, wie man kämpft. And they deserve to live, but the German people don't deserve to live. Und die Russen haben das Recht zu leben, aber die Deutschen haben dieses Recht verwirkt. You see that he prized this kind of behavior. Und hier können wir sehen, dass er dieses Verhalten mehr schätzte als die Deutschen. Yeah, the fighting, the killing, the subduing. Das Kämpfen, das Unterwerfen war ihm wichtiger als sein Volk. And he said he was doing this for the glory of the German people. Und er sagte trotzdem, dass er das zur Ehre des deutschen Volkes tat. And at the end he says, well, the German people don't deserve to live because they lost the war.
Aber am Ende sagte er, dass die Deutschen nicht mehr das Recht haben zu leben, weil sie den Krieg verloren Well, he haben. had no other choice but to shoot himself in the head. Und er hatte keine andere Wahl, als sich selbst umzubringen. Because for him, there is no afterlife. Denn für ihn gibt es kein Leben danach. He was the Kenite of the Kenites. Er war der Kenniter aller Kenniter. Often the innocent gets trapped in the midst of the Kenite wars. Oft kommen die Unschuldigen in diesen kennitischen Kriegen um. But to such belongs the kingdom anyway. Aber ihnen gehört das Königreich ja sowieso. Flesh profits nothing. Und das Fleisch kann nichts gewinnen dabei. We have eternal life, they don't. Wir haben ewiges Leben, sie nicht. And Jesus says, if you try to preserve your physical life but lose your soul, what does it profit you? Und Jesus sagte, wenn du versuchst, dein irdisches Leben zu behalten und verlierst deine Seele dabei, was nützt dir das? Do not fear those who can kill the body, Fürchte nicht die, die den Körper umbringen können, but fear the one who can kill both the body and the spiritual person, aber fürchte den, der beides umbringen kann, den Körper und die geistliche Person. with the eternal fire which totally annihilates. Mit diesem ewigen Feuer, das alles annihilieren kann. That's God. Das ist Gott. Matthew 12, verse 26 until 29. In Matthäus 12, Vers 26 bis 29 lesen wir, Here Jesus reasons with the people. Because they are so stupid, he has to reason with them. hier versucht Jesus mit diesen Menschen zu argumentieren, die so dumm sind, dass sie es nicht verstehen. They call Satan Beelzebul and vice versa. Sie nennen den Satan Beelzebul. They said that Jesus is casting out demons through Beelzebul. Und sie sagten, dass Jesus Dämonen austreibt durch Beelzebul. Baal in Hebrew means master Baal heißt im Hebräischen Meister or Lord, oder Herr. and that means a master or the Lord of the flies. Und dieses Wort hier heißt Herr oder Meister der Fliegen. It's a Canaanite expression Es ist ein kanaanitischer Ausdruck, because God has sent flies in front of the Israelite army. denn Gott hat vor der israelischen Armee Fliegen oder Hornissen hergesandt. Horns. These are the flies that came and attacked and terrorized the Canaanites. Hornissen waren das, und das waren die Hornissen, die vor der israelischen Armee herflogen und die Kanaaniter attackiert und terrorisiert haben. So they looked at the Israelites Und so haben sie die Israeliten angeschaut, as if they are doing in the name of their God Beelzebul. sie haben gedacht, dass die Israeliten das getan haben im Namen ihres Gottes Beelzebul. From this emerged a theology of Beelzebul. Daraus entstand später diese Lehre über den Beelzebul. But since they found out about Satan in Babylon, Aber weil sie Satan schon in Babylon kennengelernt hatten, whose name was first Samael, sein Name war zuerst Samael, then they took the L away, which means God, und dann haben sie dieses L weggenommen, was Gott bedeutet, and then Sama became Sata. und dann wurde aus Sama Satan. So there was an evolution from Samael to Sama, and from Sama to Sata, and from Sata to Satan. Und so gab es eine Entwicklung von Samael zu Sama, von Sama zu Sata und von Sata zu Satan. See? And now we have the same thing here. Und hier haben wir genau dasselbe. Jesus says, if Satan cast out Satan, he's divided against himself. Jesus sagte, wenn der Satan den Satan austreibt, dann ist damit sich selbst entzweit. How will his kingdom stand? Wie kann dann sein Reich bestehen? Question is Satan a king? Die Frage bleibt, ist Satan ein König? There's no kingdom without a king. Denn es gibt ohne König kein Königreich. Then he says, if I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? Und weiter sagt er, wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Question mark. Fragezeichen. Both sentences are questions. Beides sind Fragen. For this reason, they will be your judges. Und dann sagt er weiter, darum werden sie eure Richter sein. Here is a rhetorical question. But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you.
Dann ist es eine rhetorische Sache. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. And they had no comment Und das konnten sie nicht mehr kommentieren, because it is all kind of hanging in the air. denn alles hängt irgendwie in der Luft. Another question. Or how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man? Und dann stellt er wieder eine Frage: Wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? So who is the strong man? Where is the strong man? Wo und wer ist dieser starke Mann? And who is the weak? Und wer sind die Schwachen? No comment there. Kein Kommentar. And then he will plunder his house. Und dann wird er sein Haus berauben. So he says, if Satan is the strong man and he plunders his own house, then he's really confused. Und er sagt damit nichts anderes, als wenn Satan dieser starke Mann ist und er sein eigenes Haus beraubt, dann ist er wirklich durcheinander. Think! Denkt! Matthew 16, verse 23. Matthäus 16, 22 und 23. And here is Peter, who took Jesus on the side and began to rebuke him. Hier haben wir Petrus, der Jesus beiseite nimmt und anfängt, ihn zu tadeln. Who was rebuking whom? Wer tadelt hier wen? He was rebuking Jesus. Petrus tadelt Jesus. So he says, no, Jesus, stop, it's enough. Und er sagt zu ihm: Nein, Jesus, also das ist genug jetzt. Yeah? You're going too far. Du gehst hier zu weit. Because Jesus says the Son of Man came to lay down his life for the world. Denn Jesus sagte ihm, dass er gekommen sei, um das Leben für die Welt He has niederzulegen, to suffer much. dass er leiden muss. And Peter, who loves Jesus so much, he says, no, you will not suffer. Und Petrus liebte Jesus so sehr, dass er sagte: Nein, du sollst lieber nicht leiden. Horizontal, human. Das war horizontales, humanistisches Denken. Jesus, I'll give you ice cream instead. Er sagte: Jesus, ich werde dir lieber ein Eis dafür kaufen, No suffering. aber nicht leiden. And Jesus says, shut up. Und Jesus sagt: Halt den Rand. God forbid it, Lord, he says, that this should happen to you. Petrus sagte: Gott behüte dich, Herr, das soll dir keineswegs geschehen. But he turned and said to Peter. Er aber wandte sich um und sprach zu Now, Petrus. in order to make it really dramatic, he says, you opposer, Satan, get behind me. Und um es wirklich dramatisch zu machen, sagte er: Du Widerstand, du Satan, geh hinter mich. You know, the Hellenistic mind was already so impaired. Dieses hellenistische Verständnis war schon so in den Köpfen, You could not get their attention unless you employed something supernatural, something cosmic. dass man ihre Aufmerksamkeit nicht erlangen konnte, außer wenn man irgendetwas Übernatürliches, etwas Kosmisches ins Spiel brachte. Remember, they were speaking a mixture of Aramaic and Greek. Denn ihr müsst wissen, sie haben einen Mix aus Aramäisch und Griechisch gesprochen. The Romans were speaking Latin. Die Römer haben Lateinisch gesprochen, So when he uses word Satan, he uses a Hebrew word. und als er dieses Wort Satan benutzte, hat er ein hebräisches Wort benutzt. And already then, Satan theology was there, Aber es gab zu dieser Zeit schon die Satanstheologie, taken from Persia. die aus Persien gekommen war. He said, you are a stumbling block to me. Und er sagte, dass Petrus ein Stolperstein für ihn ist. For you are not setting your mind on God's interest, but men's. Denn du denkst nicht über das nach, was Gottes ist, sondern über das, was der Menschen ist.